You've been hiding in the shadows way too long. You always thought that you were weak, but babe, you're wrong. Yeah, you. Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny Dekoriert. Und? Der Kameramann, Micha, wieder gut dabei. Genau, luftig, blumig, flockig, oder? Ja. Das sind nämlich hier 3 Deko-Ideen, ganz schnelle, 3 günstige, tolle Tischdeko-Ideen und eigentlich 4. Das war aber eigentlich ein Deko-Tipp. Und ihr Lieben, wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Also diese Idee kam mir jetzt vor kurzem, da waren wir eingeladen und dann war ich auf dem Weg und habe ich eine Nachricht bekommen und gesagt wurde mir, Conny, kannst du noch eine kleine, schöne Blumendeko machen? Und dann habe ich gedacht, toll, hast nichts mit. Ich hatte aber in der Tasche, habe ich immer eine Rolle Draht. So, dann bin ich da gewesen und das habe ich auch damals geholt und zwar diese Gerbera. Die habe ich heute auch gefunden und zwar sind das jeweils immer ein Bund. Die sind so gebunden gewesen und auch relativ günstig, 2,49 €. Und da habe ich gedacht, die haben ja so schöne Farben, die hier auch diese orange-gelb-Tönen passen. Immer zu jeder Deko, gerade jetzt im Sommer. Und dann bin ich da gewesen, habe gefragt, ob sie eine Servierplatte hat. Und die habe ich dann genommen und die habe ich nehme jetzt einfach mal diese Schale, die war auch kaputt gebrochen. Die habe ich eben gerade geklebt, weil die ist ja so ähnlich. Aber ja, die hatte ich zur Hand und die nehme ich jetzt auch. Und was wir brauchen ist noch ein Stein. Den hatte ich da gesucht. Wie gesagt, Draht hatte ich in der Tasche. Eine Schere, Messer und einen Seitenschneider. Den brauche ich heute für einen Cut. Und etwas Wasser. Und das war es auch schon. Und ich würde sagen, die erste Deko geht los. So, ihr nehmt den Stein und etwas Draht. Ja, ich schneide mir hier erstmal ein Stück ab und werde jetzt hier den Draht einmal beziehungsweise so da reinlegen und dann so, als wenn ihr ein Päckchen packen würdet, hier einmal, ups, geht gerade ab, einmal schön rumzwirbeln, dass er einigermaßen fest um den Stein sitzt. Und dann gehe ich mit den anderen beiden Enden auf die andere Seite rüber und zwirbel mir das hier jetzt auch noch mal fest. Und dann drehe ich mir das ein paar Mal um und werde jetzt hier diesen anderen einmal cutten. Manchmal hat man auch so einen dicken Draht, so einen Aludraht, der ist natürlich auch prima, aber der reicht. So, das andere oder den anderen Draht hier, das Ende, drücke ich mir noch mal nach unten und gehe jetzt so ein paar Mal und zwirbel mir das hier bis nach oben hin fest. So bekommt er mehr Stabilität. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich mache das bis oben hin. Dann kann ich hier vorne noch mal ein bisschen das hier oben drücken. Ja, dann haben wir gleich besseres Spiel. So, jetzt lege ich den Stein hier bei mir auf die Servierplatte oder was man auch hat. Und jetzt geht es weiter. Und ich werde mir hier eine wunderschöne Blüte nehmen von der Gerbera. Ich mag die immer unheimlich gerne. Die hält sehr lange. Und ich gucke jetzt einfach mal von der Länge. Ich schneide mir jetzt hier einfach mal so ein Stück ab. Und stecke mir die Blüte jetzt hier auf den Draht. Und jetzt könnt ihr das auch so ein bisschen biegen. Und ich finde, das ist doch toll, oder? Super Idee. Ja, hält perfekt, ist wunderbar. So, jetzt ist mir aufgefallen, dass die Blüten gar nicht mehr so schön sind. Also da sind auch eine, guck mal hier, die ist gar nicht mehr gut. Die habe ich jetzt rausgenommen, das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber was wir haben hier diese Palmblätter, die finde ich eigentlich ganz schön von den grünen Tönen.
Und die kann man natürlich hier jetzt auch noch super mit drauf dekorieren. Das passt ganz gut. Und ich werde jetzt die Stiele von der Gerbera, werde ich mir jetzt alle in einer Größe schneiden. Also ich werde mir jetzt einfach gucken, dass sie hier super reinpassen. Ich finde, diese Größe ist ganz gut. Die nehme ich jetzt als Muster und werde jetzt alle anderen Stiele auch auf diese Größe schneiden. Bis auf 2 Stiele, die lege ich mir zurück für die nächste Idee. Alle Stiele geschnitten auf dieselbe Größe und die lege ich mir jetzt hier in die Schale rein. Einmal so ganz quer darüber. Und genau, jetzt könnt ihr einfach noch mal gucken, wenn jemand doch zu lang ist, könnt ihr euch die noch mal auf die Größe schneiden. Da gucke ich jetzt noch mal eben ein bisschen, weil dadurch, dass die Schale oval ist, ist die Größe natürlich manchmal etwas anders. So, dann nehme ich schon mal das Wasser, mache mir das Wasser hier oben rein. Und jetzt habe ich die Stäbchen hier einfach so ein bisschen in Position gelegt. Da könnt ihr ein bisschen gucken, hin und her ausprobieren. Und die anderen Blüten von der Gerbera, die kommen jetzt hier überall mit rein. Einfach auch hier gerne dazwischen. And who cares if you might mess it up? You're stronger than the others think. And who cares if you might mess it up? Und fertig. Also ich finde das fantastisch. Mit 2 kleinen, dünnen Sträußen so eine tolle und ich finde eine richtig schöne, wuchtige, fröhliche, farbige Blumendeko. Und alles verwertet. Absolut alles verwertet. Und es geht in die zweite Idee. Ich habe hier 2 Gläser und zwar hat mich eine Abonnentin angeschrieben über Instagram und sie hatte ein bauchiges Gefäß. Ich glaube, da war ein Silberfuß unter. Ich glaube, so war das. 아주 우연히 듣게 된 그 노래. Und da habe ich zu Micha gesagt, er muss unbedingt anhalten, weil da sind wir an einem Maisfeld vorbeigefahren, was hier gleich um die Ecke ist. Und da habe ich mir einfach so ein paar Blätter abgemacht. Dann nochmal in diesem Discounter auch gefunden, 2,29 Euro, ein paar süße kleine Nelken. Und zwar fange ich an. Ich nehme hier die Maisblätter und ich gehe jetzt hier ganz vorsichtig. Also ich habe geguckt, dass ich die jungen oder die frischen Blätter bekomme und die sind natürlich jetzt ein bisschen biegsamer. Und da gucke ich jetzt, dass ich sie mir ganz vorsichtig in Position biegen kann. Und hier hört man, hier ist das ein bisschen stabiler. Das ist aber nicht schlimm. Und ich möchte nämlich jetzt hier ganz schwupp einmal hier so rum, gehe ich mit dem Blatt und dass wir uns so einen Kreis machen und werde dann das Blatt und gehe jetzt hier rein und ganz vorsichtig mache das Blatt da rein, mache es wieder auseinander. Jetzt hätte ich, hier ist es ein bisschen braun, aber ich finde, das ist eben Natur pur. Das finde ich jetzt nicht schlimm. Man hätte jetzt natürlich auch so ein schönes Blatt nehmen können. Da hat man außen dann einen schöneren Abschluss. Aber es ist, wie es ist. Und guck mal hier, das ist richtig schön biegsam. Man sieht das richtig, ne? Also es sind diese frischen Blätter, die kann man wirklich perfekt, ganz vorsichtig einfach sich in Form machen. Und auch das kommt jetzt hier wieder rein. Ich gehe jetzt hier einmal so, zack, wieder mit der Handfläche drücke ich mir das vorsichtig auseinander. Und das mache ich jetzt ein paar Mal so weiter. Ooh, better step into the light, just give it a try. Think that it's time you let. Bin ich hier in der Mitte und habe hier schon ganz, sieht man schon wie so eine kleine Sushi-Rolle, mir das ganz fest gemacht, damit wir hier in der Mitte, ich mache das einfach mal, guck mal, wie schön das aussieht. Ja. Na, das sieht doch wirklich schön aus. Und ich glaube, für das erste Mal, für den Anfang, für diese Idee ist es, glaube ich, ganz gut geworden. Und ich werde jetzt hier einfach mal eben Wasser reinmachen. Jetzt mache ich mir hier die einzelnen Blüten erstmal vom Stängel ab. Mache mir die ab, einmal von der Länge, dann einmal kurz mit dem Messer anschneiden. Und ich würde sagen, ich gucke jetzt mal, dass wir die Mitte kriegen. Und, ups, eine ist schon reingefallen.
Und jetzt können sie hier richtig toll mit rein. Guck mal, das sieht doch, oder? Guck mal hier, Micha. Und ganz individuell, also sind wirklich von der Natur, weil die Blätter, also total verschieden, aber so schön. Also das gefällt mir wirklich gut. Das werde ich öfter machen. Guck mal, Ja, sehr schön. schöne Tische. Ja. Die dritte Deko-Idee. Ich hatte in diesem Strauß 2 Rosen drin, deswegen werde ich die beiden jetzt auch verarbeiten. Und ich werde jetzt hier erstmal eben die Blätter entfernen, sowie auch wenn da Dornen dran sind. Dann nehme ich mir wieder so einen Stein, wie ihr es eben gesehen habt. Da gucke ich jetzt einfach mal. Die können auch ruhig ein bisschen größer sein, weil ich habe gedacht, ich mache da jetzt einfach ein bisschen Steindeko mit rein, weil das Gefäß ist natürlich perfekt, aber auch wenn ihr ein kleines Gefäß habt, könnt ihr kleine Steine nehmen oder Kieselsteine. Hier habe ich jetzt ein paar. Ich mache mal eben den Ton aus. That spark out. You've been hiding in the shadows way too long. Jetzt geht's weiter und jetzt nehme ich, glaube, ich werde den nehmen, der ist sehr natürlich. Und dann gucke ich natürlich, wie steht er besser? Steht er besser so rum oder so? Obwohl, so ist es auch nicht schlecht, oder? Das geht besser, ja. Ne? Wenn man den anderen da auch noch so mit reinmacht. Gut. Das heißt, wir brauchen jetzt den Draht. Schneidet euch wie eben wieder ein Stück Draht ab. Geht einmal um den Stein. Zwirbelt ein paar Mal rum. Ich passe jetzt hier auf, nicht, dass er mir runterfällt. Mache wie wieder beim Päckchen. Gehe hier einmal rum. Und auch hier gehe ich jetzt bis oben hin und drehe mir die beiden Enden zusammen. Und das passt auch jetzt von der Höhe ganz gut. Ich brauche hier nichts mehr abschneiden. Den kann ich jetzt noch mal so ein bisschen umknicken. Und hier oben mache ich mir das noch mal ein bisschen fest. So, den ersten haben wir und den zweiten machen wir jetzt genauso. So, beide Steine haben wir in Position gelegt und jetzt nehme ich die Rosen und werde mir die jetzt auf die Höhe, ich gucke jetzt einfach mal, ich glaube, so eine Höhe ist schon gar nicht so schlecht und piekse mir die jetzt hier einmal auf den Draht und das reicht. Ich habe eben schon gedacht, vielleicht ist er einfach zu kurz, aber es reicht. Die Stabilität ist da. Und die habe ich jetzt ein bisschen kürzer gemacht, damit wir 2 verschiedene Höhen haben. Und es passt perfekt. Ich habe jetzt ein bisschen Draht eben noch abschneiden müssen. Und ich finde, die Höhe ist doch wunderbar, oder? Ja, passt genau. Passt genau. Und ich würde sagen, jetzt machen wir noch ein paar Steine rein. Ihr könnt auch noch ein paar Muscheln reinmachen. Ja, was man alles so hat. Ich fand die Steine jetzt ganz passend. Die haben wir auch alle gehabt. Und jetzt kommt noch mal Wasser bis oben hin, bis der Stein und bis die Rose auch im Wasser steht und ich das Wasser ziehen kann. Und guck mal, wie so ein kleiner Mini-Teich, ne? Ja. Genau, das war die dritte Idee. Jetzt kommt noch ein Deko-Tipp. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe so eine Vase nicht. Es gibt aber, die kennt ihr vielleicht, so längliche Vasen mit so einer schmalen Öffnung oben, ja, die einfach länglich sind. Gibt es in Glas in allen verschiedenen Farben. Und wenn man da eine Blume reinmacht, entweder fällt die zur Seite oder man macht sie voll. Aber manchmal hat man nicht so viele Pflanzen und man möchte sie einfach so in der Mitte einfach nur stehen haben. Und deswegen habe ich mir nämlich von der Gerbera einfach nochmal, hatte ich ja gesagt, 2 Stiele aufbewahrt. Und ich werde jetzt ich nehme jetzt diese Vase, wie gesagt, ich habe so eine andere Vase nicht. Und ich lege mir die jetzt hier so ran und schneide mir die hier ab, dass ich ungefähr ein Maß habe. Und werde jetzt den Stiel hier in die Vase mir reinklemmen. So, das mache ich jetzt mit dem zweiten auch. Also ich brauche 2 Stück. Ich mache mir hier wieder so ein bisschen ein Maß und stecke mir jetzt hier den zweiten. Guck mal, das reicht nicht. Das heißt, ich muss hier ein bisschen jetzt noch mal abmachen. Lieber ein bisschen vorsichtiger. Und genau so. Und jetzt haben wir hier nämlich, guck mal, kann man sehen, praktisch einen Zwischenraum, wo man wunderbar die Pflanzen reinmachen kann. Das machen wir jetzt. Wir haben nämlich noch einige. Und die restlichen Pflanzen kommen hier rein. Alles schön angeschnitten unten. Ein bisschen auf Höhe gemacht schon mal vorab. Und guck mal, das ist doch auch toll. Da hat man richtig schönes Grün in der Mitte. Und die Rose werde ich jetzt einfach mal hier nochmal so dagegen stellen.
Und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt haben wir hier die anderen noch, die natürlich auch noch schönes Grün mit reinbringen. Aber auch hier, guck mal, die sind auch total schön. Da finde ich, kann man jetzt hier noch mal ein bisschen die Blätter abmachen. Wichtig ist, dass unten, wo das Wasser gleich reinkommt, dass da keine Blätter drinne sind, damit das Wasser schön lange sauber bleibt. Und die stelle ich mir jetzt hier noch mal mit so rein. Und es steht. Ist mal was ganz anderes. Gefällt mir aber auch gut. So, jetzt kommt hier noch ein bisschen Wasser. Die eine Rose habe ich ein bisschen zu kurz abgeschnitten. Aber das macht ja nichts. Jetzt kommt hier das Wasser rein. Und der letzte Deko-Tipp, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir auch sehr gut. Einfach die Stiele da rein. Und man hat hier in der Mitte mal was ganz anderes, finde ich. Einfach seine Deko. Und es ist alles grün und einfach mal was anderes. Genau. Oder? Ja. Gefällt mir auch. Und da sind sie. Wir sind fertig. Unsere 3, nein, wir sagen jetzt 4 Deko-Ideen. Ganz kurz, schmerzlos und ich finde sie klasse. Ganz natürlich, nicht viel Tamtam. Und wir hoffen natürlich sehr, dass euch diese Deko-Ideen gefallen haben. Dann würden wir uns natürlich über einen Daumen hoch, wisst ihr ja, freuen. Oder wenn ihr uns nicht abonniert habt, einfach ein kostenloses Abo machen und die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr immer eine Info, wenn wir ein Video hochladen. Also ihr Lieben, wir freuen uns auf euch die nächsten Tage. Eure Conny und Euer Micha, der Kameramann. genau, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.